Ich soll euch viele Grüße ausrichten, besonders von unseren Freunden aus Israel und von Intact Kenia, die uns gestern gebeten haben. Sie waren letztes Jahr hier, ihr erinnert euch sicher. Dieser diesjährige Schwerpunkt medikalisierte weibliche Genitalverstümmelung, der ist mir besonders wichtig. Denn im Jahr 2012 haben Frauen Solidarität mit Männern gezeigt, und zwar ungefragt. Das war für mich auch als Betroffener ein ganz entscheidender Impuls, selber den Mut zu finden, an die Öffentlichkeit zu gehen, als ein Radiointerview mit der damaligen TEDFAM-Vorsitzenden gesendet wurde, in dem sie davon sprach, dass es auch leidvoll betroffene Männer gibt, die aus sogenannten medizinischen Gründen beschnitten wurden. Und heute, am 6. weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung, ist mir das persönlich ein Anliegen, von dieser Solidarität etwas zurückzugeben. Wir haben damals die Frauen aus diesen Organisationen nicht gebeten, nicht bitten müssen, für unsere Rechte mit einzustehen. Sie haben das von sich aus getan, weil sie Menschenrechtlerinnen sind. Und dafür möchte ich meinen Dank heute noch einmal aussprechen. Ich möchte heute über kulturelle Prägungen sprechen, denn jede Form von Genitalverstümmelung ist Teil von Kultur. Die Praxis selbst, die Gewöhnung daran und natürlich auch der Widerstand dagegen, die Aufklärung, die kritische Beschäftigung damit. Weibliche Genitalverstümmelung, FGM, hat sich in der westlichen Kultur ja schließlich nicht breit etabliert, obwohl es solche Versuche gab. Aus der gleichen Quelle, aus der die Massenbeschneidung von Jungen in den USA stammt, wurde ja schließlich auch die Teilverätzung der Klitoris mit Carbolsäure propagiert. Man muss immer wissen, wessen Geisteskind man sich macht, wenn man sich hier mit der amerikanischen Beschneidungspraxis von Jungen beschäftigt und diese verteidigt. Hier im Westen urteilen wir also heute bei diesem Thema überwiegend über andere Kulturen. Ich finde es wichtig zu untersuchen, aus welcher Position heraus wir das tun und welche Reflexion unserer eigenen kulturellen Prägungen dem vorausgeht. Ich stelle hier 10 Beispiele von Prägungen unserer Kultur hier in Deutschland und im Westen zur Diskussion. Der erste, den betrifft den damaligen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Herrn Christoph Stresser, der verkündete am 6.2.2015 zum Thema weibliche Genitalverstümmelung, ich zitiere: Dabei erschüttert mich besonders, dass ausgebildete Ärzte den Eingriff vornehmen. Ich verurteile dies aufs Schärfste, denn klar ist, dass auch eine Verstümmelung unter ärztlicher Aufsicht eine Gewalttat ist. Und es kann kein Bestandteil einer Kultur sein, ihre Töchter zu misshandeln. Zitat Ende. Jetzt kommen wir zu dem Haken an der Sache. Das sagt ein Politiker, der selbst dem Paragraphen 1631d BGB zugestimmt hatte, der Schutzlautstellung von Jungen gegen nicht-therapeutische Vorortamputationen aus jeglichem Grund. Er steckt also selbst bis zum Hals in eigenen kulturellen Prägungen, die Menschenrechte relativieren, und greift andere Kulturen mit aggressiver Rhetorik an, die für sich ebenfalls in Anspruch nehmen, Menschenrechte zu relativieren, eben ihrer kulturellen Prägung entsprechend. Er spricht anderen gar ab, hier überhaupt einer Kultur zu folgen. Ich frage mich, wer gibt eigentlich wem das Recht festzulegen, was für andere Bestandteil einer Kultur ist? Bringt uns dieser Ansatz weiter, um Kinder, in diesem Fall bei diesem Schwerpunkt Mädchen, zu schützen? Schauen wir auf uns, was eigentlich Bestandteil unserer Kultur ist. Der nächste Punkt. Wir fordern von anderen Ländern Gesetze gegen Genitalverstümmelung und haben selbst das radikalste Genitalverstümmelungserlaubnisgesetz, was es überhaupt auf der Welt gibt, den schon beschriebenen Paragraphen 1631d BGB. Drittens. Wir wollen, dass andere Länder FGM bestrafen und schaffen das selbst nicht. Jüngst sind 2 FGM-Prozesse krachend gescheitert, einer in England und einer in den USA. Der erste überhaupt dort, und zwar betreffend medikalisierter weiblicher Genitalverstümmelung durch eine Ärztin ausgeführt, also genau unser Themenschwerpunkt dieses Jahr am 7. Mai. Es ist gescheitert am Gleichbehandlungsgrundsatz der Geschlechter, denn die dort behandelten Fälle waren laut den medizinischen Gutachten nämlich de facto nicht gravierender als das, was täglich mit Jungen gemacht wird. Und das spielen die Verteidigungen in den Prozessen natürlich aus. Es wird ganz konkret deutlich, dem Ziel der Bestrafung von FGM hängt letztendlich die Schutzlosstellung von Jungen wie ein Klotz am Bein. Wer nur manche schützen will, schützt am Ende niemanden. Das ist die Realität. Viertens, unsere Kultur fordert, dass woanders Zero Tolerance von FGM gilt. Und ich musste letztes Jahr in der New York Times einen Kommentar lesen, in dem gefordert wurde, rituelle Einstiche bei Mädchen wieder zu erlauben.
Also für die Aufhebung des Zero-Toleranz-Prinzips wurde hier geworben. Natürlich mit dem in den USA, einer Kultur, wo MGM, Male Genital Mutilation, kulturell etabliert ist, zu vermutendem Hintergedanken damit, die Legalität männlicher Genitalverstümmelung koste es, was es wolle, zu retten. Den Gleichbehandlungsgrundsatz der Geschlechter damit irgendwie zu wahren, aber auf fatale Weise, nämlich mit dem Ergebnis weniger Kinderschutz für alle. 5. Wir gehen mit Stoffpuppen und Tafeln von weiblichen Genitalien in afrikanische Länder und erklären daran die Anatomie und Funktion dieser Organe. Dabei wissen laut US-Studien viele Männer dort nicht einmal, ob sie beschnitten sind oder nicht. Lernen Ärzte laut eigener Aussage in Deutschland über die wichtigste erogene Zone bei Männern, die Vorhaut, im Studium nur, wie man sie abschneidet, aber nichts zu ihrer Entwicklung und Funktion. 6. Wir fordern in anderen Ländern die Gleichberechtigung der Geschlechter und haben in Deutschland 2 verschiedene Gesetze zur Genitalverstümmelung, die jeweils nur für ein Geschlecht gelten. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. 7. Wir fordern von anderen Kulturen die Überwindung von Geschlechterstereotypen, aber kultivieren bei uns eine Prägung, wonach weibliche Genitalien in jedem Quadratmillimeter wertvoll und unantastbar sind, männliche Genitalien hingegen zu einem großen Teil aus angeblich unnützen Hautstücken bestehen. 8. Wir fordern zu Recht Maßnahmen angesichts von durch FGM getöteten Mädchen in Afrika. Aber wenn wie im letzten Sommer ein männlicher Säugling in Nürnberg fast verblutet, nach dem, was ihm hier von Gesetz her zugemutet wird, sieht niemand Handlungsbedarf. Kein UNICEF, kein Kinderschutzbund, kein Kinderhilfswerk, geschweige denn die Politik. 9. Wir erwarten, dass sich die Medizin in FGM-Kulturen des Kinderschutzes annimmt. Und im Entwurf der neuen Kinderschutzleitlinie in der Medizin hier in Deutschland 2015 war weder FGM noch MGM als Thema vorgesehen. Wir haben in einem offenen Brief dagegen protestiert, der von über 500 Personen, darunter viele Medizinerinnen und Mediziner, unterschrieben wurde. Ob wenigstens der Schutz intersexueller Kinder Thema geworden ist, schließlich konnte ich leider noch nicht in Erfahrung bringen. 10. Unser Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit unterstützt Projekte gegen FGM in Afrika und unterstützt gleichzeitig Projekte für MGM in Afrika. Schizophrener geht es überhaupt nicht mehr in unserer tollen, fortschrittlichen westlichen Kultur. Nicht zuletzt das Scheitern der jüngsten FGM-Prozesse in Afrika, darüber haben Medien ja berichtet, zeigen, zum Schutz von Mädchen können wir nur wirklich effizient beitragen, wenn widerspruchsfrei argumentiert wird. Ein fruchtbarer Dialog kann oft nur auf der Basis von Respekt gelingen. Respekt bedeutet für mich, dass man das, was man anderen an Selbstkritik abverlangt, auch selbst zu leisten bereit ist. Denn was andere weit weg für sich wichtig halten, ist immer viel leichter zu beschimpfen und sich darüber zu empören, als das, was im eigenen Umkreis passiert. Fruchtbarer Dialog geht vor allem nur auf der Basis, wie es auch auf einem der Plakate in den letzten Jahren immer stand, alle Eltern lieben ihre Kinder. Und das gilt auch für Eltern, die nicht nur ihre Söhne, sondern auch ihre Töchter verstümmeln. Nur empört sich Herr Stresser so besonders jetzt über FGM von Ärzten durchgeführt. Was sagen wir da, wir in Deutschland aus einem Land, das sich brüstet mit der medikalisierten männlichen Genitalverstümmelung, gar einen angeblichen Kompromiss per Gesetz etabliert zu haben? Das ist übrigens einer der absurdesten Mythen der deutschen Beschneidungsdebatte. Wenn wir so ehrlich sind, wenn wir wirklich einmal so ehrlich sind, an uns die gleichen Maßstäbe anzusetzen, können wir eigentlich nur in tiefe Scham versinken. Wir finden, wenn Mädchen nur geschützt werden sollen, weil sie eben zufällig mit weiblichen Genitalien zur Welt gekommen sind und bei uns ein patriarchalisches Geschlechterstereotype vorherrscht, nachdem Mädchen schwach und schutzbedürftig und Jungs eben hart im Nehmen sind, dann steht dieser Schutz von Mädchen für mich auf viel zu dünnem Eis. Mädchen gehören nicht von kulturellen Zufallsprägungen ihrer Umgebung heraus geschützt, die überall auf der Welt anders sind und sich auch immer wieder ändern können. Mädchen gehören geschützt, weil sie Kinder sind und weil ihnen Menschenrechte zustehen. Aber selbst diese Menschenrechte wackeln hier bei uns leider ganz schön beträchtlich. Machen wir uns nichts vor. Viele unterstützende Stimmen zum Schutz von Mädchen hier in unserer westlichen Welt verstummen nämlich augenblicklich, wenn damit verbunden ist, dass Jungen genauso geschützt werden müssen. Wenn wir hier endlich die notwendige Debatte über gleichen Schutz für alle Kinder zulassen, dann werden wir mal sehen, wer auch dann noch für Zero Tolerance bei Verletzung von Mädchenrechten steht. Ich bin gespannt. Einen Hinweis darauf gibt es ja schon, nämlich dass einige große sogenannte Kinderschutzorganisationen den Aufruf zum 7. Mai nicht mittragen oder
auch sonst zu männlicher Genitalverstümmelung komplett schweigen. Es heißt da manchmal als Rechtfertigung, dieser Aufruf, den wir heute in den Händen halten, der würde etwas gleichsetzen und das lehne man ab. Darauf antworte ich, das Einzige, was dieser Aufruf gleichsetzt, das ist gleicher Schutz für alle Kinder. Gleichgesetzt wird auch im Recht für gewaltfreie Erziehung oder in der Zusammenfassung verschiedener Formen von FGM durch die WHO. Aber daran nehmen diese Organisationen keinen Anstoß. Warum nun auf einmal hier dieses seltsame Argument? Weil sie Jungen einen grundsätzlichen ethischen Schutz noch nicht zugestehen, weil sie für Jungen noch nicht bereit sind, kontroverse gesellschaftliche Debatten zu führen, selbst dann nicht, wenn dadurch die bereits erreichten Schutzrechte für Mädchen wieder akut gefährdet sind. Das entspricht eben noch unserer Kultur. Eins können wir heute am 7. Mai jedenfalls deutlich sagen. Die 55 Organisationen, die heute diesen Tag in 12 Ländern auf 5 Kontinenten unterstützen, die stehen für den Schutz von Mädchen ein. Und zwar immer, ohne Einschränkung. Hier kommen Vertreter vieler Kulturkreise zusammen, die bereit sind, auch bei sich hinzuschauen, eigene Prägungen zu hinterfragen, auch wenn das schwerfällt. Aber das bedeutet Respekt vor anderen, das bedeutet Gleichberechtigung und Glaubwürdigkeit. Und das lohnt sich. Manches entsteht schon ganz konkret aufgrund von in Köln beim WWDOGA begonnenen Begegnungen. Projektarbeit in Kenia von Aktion Regen Wien für sexuelle Gesundheit und Schutz von Frauen ging erstmals dieses Jahr Hand in Hand mit derer männlicher Aktivisten vom VMMC Experience Project, die für ihre Selbstbestimmungsrechte und für den Gebrauch von Kondomen werben. Ist das nicht großartig? So etwas kann entstehen, wenn man den Mut hat, sich selbst und anderen gegenüber ehrlich zu sein. Hier bei uns, das muss uns klar sein und das müssen wir in die Welt hinaustragen, hier bei uns entstehen die neuen Bündnisse und darin liegt eine große Chance. Nur brauchen diese Bündnisse endlich mehr Unterstützung. Die großen Kinderschutzverbände müssen sie endlich bewegen und zu diesen Entwicklungen beitragen, anstatt ihr einfach gar nichts zu tun und andere die Arbeit machen zu lassen, für die sie eigentlich die viel größeren Mittel haben. Wie kann es sein, dass wir zum Beispiel als ehrenamtlicher Betroffenenverein Aufklärungsarbeit in Stellen für geflüchtete Menschen leisten müssen, weil sich große Organisationen mit hauptamtlichen Organen konstant weigern, in ihren Projekten auch über Schutz von Jungen zu sprechen? Das ist schlicht ein Skandal und das darf Ihnen die Öffentlichkeit auch nicht mehr durchgehen lassen. Kinderrechte sind kein Wettbewerb. Kein Wettbewerb der besten Ausreden, sondern ein Wettbewerb der besten Ideen zum Handeln. Wir können nichts weiter tun und das ist schon eine ganze Menge. Wir machen Vorschläge. Niemand kann sagen, es gibt keine Ideen. Wir liefern Ideen, auf unser gemeinsames Ziel hinzubehalten, beharrlich und friedlich, die Verwirklichung unteilbarer Kinderrechte. Dazu schicken wir diese Frage um die Welt. Mehr oder weniger Kinderschutz für alle? Wir stehen genau an dieser Weggabelung. Wer von Gleichberechtigung spricht, muss sich dieser Frage stellen und sich entscheiden, wohin die Reise geht und wozu er oder sie beiträgt. Der 7. Mai sagt klipp und klar, nicht weniger, sondern mehr Schutz für alle Kinder. Lasst uns überall die Wege dahin erarbeiten. Wir brauchen einen Wettstreit der besten Ideen. Lasst uns einander zuhören in unseren verschiedenen kulturellen Hintergründen, denn dabei werden wir viel voneinander lernen. Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung 2018 und danke euch.